Das Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, Vers 34. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dursten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstößen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen: Ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater sieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten: Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist wahrhaftig Trink. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies spricht er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht.
das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt, und doch ist einer von euch ein Teufel? Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den 12 war. Jesus stellt sich als das Brot des Lebens vor. Und wie die Jünger an dieser Stelle sagten, das ist eine harte Rede. Jesus hat den Juden und Pharisäern gesagt, dass sein Fleisch Essen ist und sein Blut Getränk ist. Ja, stimmt. Das ist eine harte Rede. Obwohl den Pharisäern sehr religiöse Menschen waren, es war ihnen öfter schwierig zu sehen und zu verstehen die geistliche Bedeutung, die hinter die Worte Jesus steckt. Religionen und Traditionen machen uns oft blind zur Wahrheit der Bibel und zur Lehre Jesus. Jesus sagte in Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Jesus betont ja, dass er gar nicht über den Kannibalismus redet. Wir sollen in einem echten Sinn menschlichen Fleisch nicht essen und Blut gar nicht trinken. Es ist eigentlich in anderen Stellen der Bibel verboten. Aber wer kann unter uns leben, ohne zu essen und trinken? Darin liegt der Sinn. Sind wir so an Jesus abhängig, dass wir ohne ihn nicht leben können? Genauso wie wir ohne Essen und Trinken nicht leben können? Ja, dies ist der Entscheidungspunkt. Hier haben viele Nachfolger Jesus sich nun von Jesus getrennt. Sie wollen nichts mehr hören. Aber Simon Petrus hat die richtige Ansicht. Jesus hat seinen 12 Jünger gefragt, ob sie auch weggehen wollen. Die Antwort von Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, Petrus wusste, dass ohne Jesus geht es nicht. Genauso wie ohne zu essen oder ohne zu trinken geht das Leben gar nicht. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen das ewige Leben, das nur Jesus uns schenken kann durch seinen Tod in unserer Stelle auf dem Kreuz. Hey, Jesus hat hier in dieser Stelle auf seinen Tod und die Person, die ihn verraten wird, hingewiesen. Habt ihr das bemerkt? Wenn nicht, sollst du nochmal durchlesen und die Stellen finden. Du hast noch ein bisschen Zeit, bevor wir uns wieder treffen bei Junge Theologen.